Heute habe ich für euch den Travel & Sag Indicator dabei. Unser Messinstrument für den Hobbybiker, aber auch den Rennprofi. Einfaches Einstellen des Sags, Bestimmen der optimalen Federrate, Messen des genutzten Federweges auch auf dem Trail und das Bestimmen der optimalen Druckstufe. Das sind die zentralen Punkte des Travel & Sag Indicators. Somit bietet er euch die Möglichkeit, eure optimale Grundeinstellung, aber auch Feintuning an eurem Stahlfederfahrwerk vorzunehmen. Ich bin Sascha von Reverse Components und ich zeige euch heute unser Messunikat. Bleibt dran! Schauen wir uns den Travel & Sag Indicator doch nun mal etwas genauer an. Ihr erhaltet ein aus Aluminium und Kunststoff gefertigtes Messinstrument, welches mit 40 Gramm nicht wirklich ins Gewicht fällt. Der Travel & Sag Indicator ist für Dämpfer bis zu einem maximalen Hub von 89 mm ausgelegt und ist im Handel für 26,90 € erhältlich. Ein weiterer Vorteil des Travel & Sag Indicators ist, dass er innerhalb von kürzester Zeit an eurem Fahrrad montiert, aber auch wieder demontiert ist. Wie ihr das genau macht, zeige ich euch in einem separaten Video, das ich euch natürlich oben in der Infocard oder unten in der Infobox verlinkt habe. Die Grundidee des Travel & Sag Indicators ist eigentlich ganz simpel. Und zwar die Möglichkeit zu bieten, gleich wie bei einem Luftfederdämpfer oder aber auch einer Federgabel, den genutzten Federweg zu messen. Wie wird das bei einem Luftdämpfer gemacht? Ganz einfach, ihr habt ein Gummiringchen, das mit hochwandert, wenn ihr einfedert. Der Travel & Sag Indicator bietet sogar noch die Möglichkeit, durch eine Skala genau ablesen zu können, wie viel Federweg ihr genutzt habt. Dadurch bietet er euch die Möglichkeit, ganz einfach den Sag einzustellen, zu messen, ob ihr zum Beispiel einen Durchschlag hattet oder wie viel Federweg ihr überhaupt nutzt, eure Druckstufe dadurch zu optimieren, die Federvorspannung einzustellen und dadurch zu bestimmen, ob ihr die richtige Federhärte verwendet. Wie euch der Travel & Sag Indicator jetzt genau hilft, die Einstellungen vorzunehmen, was es euch genau bringt, das zeige ich euch in einem separaten Video. Das verlinke ich euch natürlich auch in der Infocard und in der Infobox. Am besten abonniert doch einfach unseren YouTube-Channel, so verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Wichtig zu beachten ist, dass der Stahlfederdämpfer, an dem ihr den Travel & Sag Indicator anbringen möchtet, einen runden Ausgleichsbehälter hat. So wie hier zum Beispiel mein DHX2, da ist das kein Problem. Leider ist es noch nicht möglich, den Travel & Sag Indicator an anderen Stahlfederdämpfern zu montieren. Ich blende euch hier jetzt ein paar Beispiele ein, wo es noch nicht möglich ist, den Travel & Sag Indicator zu installieren. Wir sind aber gerade an einer Version 2.0 dran, die universell auf jeden Stahlfederdämpfer passt. Was wir natürlich nicht garantieren können, ist, wenn euer Stahlfederdämpfer sehr eingepackt in eurem Rahmen versteckt liegt, dass er dann auch immer dran passt. Aber mit der universellen Möglichkeit ist er dann wirklich für alle Stahlfederdämpfer bis zu einem Hub von 89 mm verwendbar. Ihr erhaltet also ein Messinstrument, mit dem ihr einfach euren Sag einstellen könnt, eure Druckstufe optimieren könnt, schauen könnt, ob ihr auch die richtige Federrate verwendet und mit dem ihr ganz einfach euren maximal genutzten Federweg nachprüfen könnt auf dem Trail während der Fahrt. Also das optimale Einstellwerkzeug für die Grundeinstellung, aber auch das Feintuning eures Fahrwerks. Falls ihr Fragen zum Travel & Sag Indicator habt oder auch zu anderen Produkten von uns, gerne unten in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Noch mehr, wenn ihr Teil der Reverse Community werdet. Abonniert uns doch dafür einfach auf YouTube, Facebook und Instagram. So verpasst ihr keinen weiteren Content mehr aus der Reverse-Welt. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Ride Reverse!